Das Leben ist wechselhaft und wir müssen immer freundlich und rücksichtsvoll gegenüber den Menschen um uns herum sein. Schließlich wissen wir nie, ob wir jemals selbst Hilfe brauchen werden. Heute möchte ich Ihnen eine Geschichte vorstellen, die Sie sicherlich nicht gleichgültig lassen wird. Bis zum Ende ansehen. Es wird Sie bestimmt interessieren. Diese Geschichte ereignete sich in einem lateinamerikanischen Land. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber das ist nicht wichtig, es ist aus dem Leben und sehr informativ. Antonio, ein 17-Jähriger, verdiente in einer sehr teuren Zeit etwas dazu. Er blieb bei seiner kleinen Schwester in der Obhut seiner kranken Mutter in einem Restaurant in der Nähe der Stadt, wo er seit seiner Kindheit lebt. Tagsüber ging er zur Schule, abends packte er seinen Rucksack und ging zur Arbeit. Das Geld, das er verdiente, reichte kaum zum Leben. Dennoch war der Junge einer der charmantesten und freundlichsten Kellner. Er war immer freundlich zu den Kunden und spielte mit den Kindern, die ins Restaurant einkamen. Eines Tages erledigte Antonio seine täglichen Pflichten und lieferte das bestellte Essen von einem Teil des Restaurants in den zweiten. Plötzlich öffnete sich die Tür und eine ältere Frau kam herein. Ihr graues Haar war mit einem Schal bedeckt, ihre Kleidung war an mehreren Stellen zerrissen und schmutzig. Die Frau lehnte sich gegen den Stuhl, der dem Ausgang am nächsten war, um sich auszuruhen. Es herrschte Aufregung im Saal und man hörte verärgerte und sarkastische Bemerkungen und Kommentare. Die Besucher warfen böse Blicke auf die Frau, und die Verlegenheit überwältigte die Frau so sehr, dass sie sich nicht bewegen konnte und am ganzen Körper zitterte. Sie habe es schließlich geschafft, mit leiser Stimme zum nächsten Tisch zu stolpern, sagte sie. Tut mir leid, Junge, ich wollte dich nicht stören, aber ich habe heute nichts gegessen. Könnten Sie Ihre Situation erklären, bevor sie es kann? Ein kahlköpfiger Mann im Anzug stürzte von der Seite herbei, packte sie an der Schulter und stieß sie zur Tür hinaus. Die Frau stolperte zweimal, aber der wütende Mann war erster. Die alte Frau konnte nicht mehr auf ihren zitternden Beinen stehen und fiel auf dem kalten Straßenbelag auf die Knie. Durch die Glastür beobachtete sie, wie warm es im Restaurant war und wie viele Leute hierher kamen, um sich bei einer Tasse Kaffee aufzuwärmen. Die Frau sammelte ihre letzten Kräfte, stand auf und ging in Richtung der Gasse, in der sich zufällig der Hintereingang des Restaurants befand. Gleichzeitig entschuldigte sich der Restaurantleiter bei allen Gästen und bot ihnen als Entschuldigung sogar ein Dessert an. Derselbe Mann, der die arme Frau wenige Minuten zuvor aus dem Restaurant geworfen hatte. Antonio, der zum Zeitpunkt dieses unangenehmen Vorfalls im Flur war, beschloss, der armen Frau irgendwie zu helfen. Er rannte durch die Hintertür des Restaurants hinaus und holte die alte Frau ein. Er griff in seine Tasche und holte den einzigen Geldschein heraus, den er den ganzen Tag verdient hatte. Ihm ging es nicht besonders gut und er hatte auch viele Ausgaben, aber er hatte ein Zuhause, zu dem er zurückkehren konnte, und Essen. Er ging auf die Frau zu und drückte ihr das Geld in die Hand. Die Frau sah ihn an und sah das freundliche Gesicht eines kleinen Jungen, der sie anlächelte. Sie sah ihm in die Augen und weinte. Danke, flüsterte sie. Niemand hat mich in den letzten Jahren gut behandelt. Bitte, Sie sind ein sehr edler junger Mann und ich werde alles bekommen, was Sie verdienen. Nach diesen Worten ging sie die Straße hinauf. Eine Woche später führte Antonia ihr gewohntes Schulleben, half ihrer Schwester und kümmerte sich bei der Arbeit um ihre Mutter. Er versuchte, so zu sein, da er immer gute Beziehungen zu seinen Kollegen pflegte und jeden Kunden anlächelte. In diesem Moment öffnete sich die Tür des Restaurants und eine elegante, sehr gut aussehende Dame mit breitem Hut und ausgefallenen Modeaccessoires kam herein. Offenbar hatte die Frau nicht nur genug Geld, sondern auch einen sehr guten Geschmack. Sie setzte sich an den besten Tisch des Restaurants und wurde bald vom Manager selbst angesprochen, der nicht wusste, wie er den angesehenen Gast zufriedenstellen sollte. Er rief Antonio herbei und befahl ihm, jeden ihrer Wünsche sofort zu erfüllen. Dann lächelte der Anführer die Frau an und reichte ihr respektvoll die Speisekarte. Die Frau bemerkte, wie der Mann ihr zu schmeicheln versuchte und lächelte zurück. Der Manager stellte ihr die besten Gerichte dieses Restaurants vor und bot ihr an, ihr das Essen persönlich zu bringen, worauf die Frau antwortete: Seien Sie nicht böse, aber ich möchte nicht von einer so oberflächlichen Person wie Ihnen, die der Manager ansah, bedient werden. Sie beleidigt und fragte, warum er sagt. Die alte Frau, die in diesem Moment die Währung las, sah zu ihm auf. Sie begann ihm ihr Verhalten zu erklären. Vor ein paar Tagen war ich hungrig und verzweifelt.
Ich wurde Opfer eines Raubüberfalls und ging in eines meiner Restaurants, um Hilfe zu bitten. Ich wollte warm sein, bis sie mich holten. In diesem Moment wurde mir klar, dass die Menschen, die für mich arbeiten, kein bisschen Mitgefühl für Menschen in Not haben. Der Anführer erinnerte sich sofort an diesen Tag und daran, wie unhöflich er die Frau behandelt hatte. Er entschuldigte sich sehr verlegen, worauf die Frau antwortete: „Keine Sorge, ich akzeptiere Ihre Entschuldigung. Aber Sie müssen verstehen, dass ich einen so herzlosen Menschen nicht in einer Führungsposition haben kann." Hier hielt die Frau einen Moment inne, dann drehte sie sich zu Antonio um, lächelte ihn an und sagte: „Sie brauchen Leute wie diesen Jungen in Ihrem Geschäft." „Wie heißen Sie?" „Mein Name ist Antonio", antwortete der Junge. „Antonio wird also der neue Chef meiner Restaurantkette. Ich bin ihm sehr dankbar dafür, wie nett er mich an diesem Abend behandelt hat", sagte die Frau zu dem Jungen, der immer noch nicht glauben konnte, was passierte. Er umarmte die Frau und dankte ihr für ihre Freundlichkeit. Als er allein blieb, weinte er, wie ihm klar wurde: Da er jetzt einen neuen Job hat, kann er die Behandlung seiner Mutter bezahlen und für seine Schwester sorgen. Nach seiner Ausbildung in einer neuen Position entwickelte sich der Junge zu einem sehr fähigen und liebenswürdigen Anführer, der die Arbeit des Personals gut organisierte und Regeln aufstellte, um Menschen in Not zu helfen. Dies spiegelte sich auch im Geschäft wider. Immer mehr Menschen besuchten das Restaurant. Antonio erwies sich einfach als Mann an seiner Stelle und konnte für alles Notwendige für seine Familie sorgen. Dank der Tatsache, dass er in einer bestimmten Situation nach seinem Gewissen handelte und einer Person half, die Hilfe brauchte. Und das sind alles Freunde. Was denkst du über diese Geschichte? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare. Ich freue mich darauf, Sie in den nächsten Folgen zu sehen. Hallo?